Jo Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer weiteren Geister-Challenge an einem Spooky Sunday. Also vielleicht wird es besonders spooky, deswegen schnappt euch jetzt unbedingt eine Grab Magic Decke. Vielleicht werdet ihr sie brauchen. Ich wünschte, ich könnte sie benutzen, aber es geht leider nicht. Ich brauche meine Hände frei, denn wir werden heute um Punkt 3:33 Uhr die Sarah Sarita Challenge unten spielen. Weil da passieren ja super merkwürdige Sachen. Bislang gab es da die krassesten Reaktionen bei diesen Geister-Challenges. Ich habe euch auf jeden Fall gefragt, soll ich es unten mal spielen? Weil hier oben hat es ja nicht geklappt. Und ihr meintet alle, ja Becky, probier es aus. Deswegen probieren wir es heute Nacht aus. Mal gucken, ob es gehen wird. Auf jeden Fall bin ich nur bis vielleicht hier gekommen, als ich gefragt habe. Erst war es ein Nein, dann kam vielleicht, aber ich habe kein deutliches Ja bekommen, weil am Anfang musst du fragen, darf ich mit euch spielen? Und ja, es funktionierte nicht so richtig, aber dazu habe ich was im Internet gefunden, Leute. Das fand ich mega komisch. Komischer Zufall. Auf jeden Fall erkläre ich euch das Spiel nochmal komplett, weil das letzte Mal bin ich nicht ganz so genau darauf eingegangen. Ja, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich fragen werde. Sarah Sarita. Das sind ja eigentlich zwei Geister. Lasst unbedingt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ich am nächsten Spooky Sunday wieder ein Geisterspiel, eine Geister-Challenge ausprobieren soll. Ich habe nämlich noch eins gefunden, was ich mega unheimlich finde, aber lasst es mich gerne wissen. Bei 11.000 Daumen nach oben gibt es die nächste. Und Leute, nicht wundern, falls ich mich ein bisschen seltsam anhöre. Ich habe nämlich eine Zahnspange jetzt. Erst seit 3 Tagen ungefähr. Deswegen, es könnte sein, dass ich ein bisschen seltsam rede, weil ich muss diese Schienen 24 Stunden lang tragen und ich habe unten noch solche Brackets quasi drin, solche Attachments, und deswegen, das ist total gewöhnungsbedürftig. Ich bin noch nicht so ganz so drin, deswegen sorry, falls ich mich seltsam anhöre oder meine Lippen sich komisch bewegen, aber es liegt dann daran. Schreibt mir auf jeden Fall wieder gerne eure Spooky Stories in die Kommentare und sollen die beim nächsten Spooky Sunday dann mit dabei sein, bei zum Beispiel so einer Geister-Challenge. Lasst es mich gerne wissen. Und falls ihr keine Spooky Story habt, ich habe eine Videofrage an euch, schreibt das mir mal gerne in die Kommentare. Und zwar, wenn ihr euch einen verfluchten Ort aussuchen könntet, welcher wäre es und mit wem würdet ihr hingehen? Wen würdet ihr euch aussuchen, der mit euch mitkommen müsste? Lasst es mich unbedingt wissen. Und ja, wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video hier. Und ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt erst einmal die Sarah Sarita Challenge. Was genau ist jetzt das Sarah Sarita Spiel? Ich erkläre es euch, woher es eigentlich kommt und was man da zu beachten hat, was man da machen muss. Und zwar ist es ein Spiel aus Mexiko. Es soll wohl ein Geisterspiel sein von 2 Mädchengeistern, die einmal Sarah und Sarita heißen. Und eigentlich heißt es El Juego de Sarah Sarita, das Spiel. Und diese 2 Mädchengeister hatten auch eine Halskette um mit einer Münze. Deswegen sind die Münzen so wichtig bei diesem Spiel. Und eigentlich sollte man es zu zweit spielen, weil es halt 2 Geister angeblich sind. Aber man kann es auch alleine spielen. Das habe ich auf anderen Seiten gelesen, das habe ich auch bei anderen gesehen, dass sie es auch alleine spielen, aber es wird eigentlich nicht empfohlen. Ja, das Spiel soll ziemlich gruselig sein, weil dich wohl auch lange das Spiel noch beschäftigt und die Geister eigentlich unbedingt in Ruhe lassen sollen. Also das klingt sehr gruselig, Leute. Aber es ist so ähnlich wie Charlie Charlie. Also du kannst nur Ja- oder Nein-Fragen stellen. Beziehungsweise du kriegst halt nur entweder Ja, Nein als Antwort oder vielleicht. Und das anhand der Münzen. Wichtig, Münzen zu benutzen von derselben Währung. Und es sollten gleiche Münzen sein. Also ich habe zum Beispiel letztes Mal 2 1-Euro-Münzen genommen. Aber du kannst zum Beispiel auch 2 2-Euro-Münzen nehmen oder 50 Cent. Ja, man soll das Spiel spielen, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber es wird nicht zum Beispiel gesagt, du musst es unbedingt um Mitternacht spielen oder um 3 Uhr nachts. Du kannst das eigentlich spielen, wann du willst. Aber ich finde halt um 0 Uhr, da sagt man ja nicht ohne Grund Geisterstunde, oder um 3 Uhr, da ist ja besonders viel an Paranormales aktiv, sind so die besten Uhrzeiten eigentlich dafür. Oder auch nicht. Kann man so oder so sehen, Leute. Ja, auf jeden Fall sitzt du auf dem Boden und man sollte sich gegenüber sitzen und jeweils sich im Gesicht gucken. Also, wenn du das mit einer Freundin zum Beispiel spielst. Und jeder hat eine Münze in der Hand und wirft die hinter sich. Wenn du es alleine spielst, brauchst du 2 Münzen alleine, weil eine Münze für Sarah ist und die andere für Sarita als Antwortmöglichkeit. Beide müssen laut sagen, oder du alleine, Sarah Sarita, kann ich deinem Spiel beitreten? Kann ich mit euch spielen?
Das ist das Erste, was du fragen musst. Und du musst ein Ja bekommen, sonst darfst du nicht spielen. Und wenn beide auf Kopf landen, heißt es Ja. Wenn beide auf Zahl landen, Nein. Und wenn beide unterschiedlich sind, also Kopf und Zahl, dann heißt es vielleicht. Wenn du beides mit Ja beantwortet bekommst, dann kannst du weitere Fragen stellen an Sarah Sarita. Ja, und falls du ein Nein erst einmal bekommst, dann sollte man das öfters probieren, bis man halt auf jeden Fall ein Ja bekommt. Aber bei mir war es zum Beispiel hier so, es blieb dauernd bei Nein und vielleicht. Und ich glaube, es ist dann auch ein Zeichen aufzuhören. Also irgendwann mal ist dann auch Schluss, ne? Dann sollte man nicht das weiter hinauszögern, sein Glück oder so. Und dann lieber es sein lassen. Ja, es ist sehr, sehr wichtig, das Spiel vernünftig zu beenden. Ansonsten, ist für nichts garantiert, weil einige sagen, dass das eventuell auch böse Geister sind, Dämonen und deswegen immer wichtig, solche Spiele zu beenden. Um das Spiel zu beenden, musst du sagen, Sarah Sarita, kann ich das Spiel beenden? Und dann musst du wieder die Münze werfen. Falls die Antwort Nein ist, dann musst du so lange probieren, bis es auf Ja landet. Hier steht auch übrigens eine Warnung. Viele sagen, es ist sehr schwer, aus dem Spiel austreten zu dürfen. Hier wird sogar berichtet davon, dass es für einige Stunden dauerte, bis sie das Spiel beenden durften. Und wenn sie zum Beispiel sagten, Sarah Sarita, bin ich immer noch in eurem Spiel, dann landeten die Münzen auf Ja. Alter, wie gruselig ist das bitte? Ja, auf jeden Fall hat das Ganze noch eine ziemlich darke Geschichte, aber das könnt ihr am besten recherchieren. Die ist Sarah Sarita. Auf jeden Fall erzählte ich euch ja, und ihr habt es ja auch selber gesehen, ich habe Nein bekommen, als ich das hier versucht habe zu spielen und dann vielleicht. Und jemand hat auch gesagt, dass er das alleine gespielt hatte und es brauchte eine Weile, um in das Spiel zu dürfen, weil er immer auf vielleicht landete. Und das erinnerte mich irgendwie an mich, Leute. Vielleicht hätte ich das weiterspielen sollen, ich weiß es nicht. Aber ich probiere es ja jetzt gleich unten. Wir meinten auch noch welche. Es könnte sein, dass irgendwie seltsame Notizen oder Nachrichten bei dir zu Hause auftauchen, falls du Sarah verärgert hast. Ich weiß nicht, voll gruselig. Dann meinte jemand, sein Licht flackerte dabei. Dann meinten welche, die hätten nur eine Münze benutzt, was eigentlich nicht so gut ist. Und seitdem haben die das Gefühl, die werden beobachtet. Ja, dann meinten welche, die haben auch danach seltsame Sachen irgendwie erlebt oder fühlten sich irgendwie beobachtet. Hier steht sogar, selbst wenn du die Erlaubnis bekommen hast, das Spiel zu beenden, kann es sein, dass du Stunden später oder Tage später noch merkst, dass irgendwas seltsam ist. Du hörst vielleicht ein Flüstern, hast Albträume, siehst Dinge in der Ecke deines Auges. Du bekommst Gänsehaut oder hast generell irgendwie so ein Angstgefühl. Wenn das auch eintreten sollte, sollte man halt fragen, ob man immer noch im Spiel ist. Ja, auf jeden Fall die Münzen, die man benutzt hatte, soll man angeblich lieber nicht ausgeben, sondern irgendwo sicher verwahren anschließend. So Leute, es ist jetzt 3:33 Uhr. Ich mache jetzt hier eine Kerze an, ist aber kein Muss. Aber nur damit ihr mich besser seht. Vielleicht ist er doch so etwas mehr aktiv, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt eine schwarze Kerze hier angemacht. Und ich habe 2 Münzen, Leute. 2 1-Euro-Münzen. Und auf der anderen Seite, diesmal habe ich 2 gleiche mit einem Kopf drauf. Also Kopf oder Zahl. Sarah Sarita, darf ich bitte eurem Spiel beitreten? Hoffentlich finde ich gleich die Münzen. Okay, wir haben hier einmal Zahl. Und hier ist die andere Münze auch wieder Zahl. Eigentlich heißt es Nein. Vielleicht muss ich die Frage irgendwie anders stellen. Ich habe eigentlich gerade Bitte gesagt. Aber vielleicht dauert das ein bisschen, die zu erreichen. Sarah Sarita, darf ich bitte mit euch spielen heute Nacht? Okay, Leute, wir haben hier Kopf und wir haben hier Zahl. Also vielleicht. Ich glaube, das war gut. Aber vielleicht müssen wir ein drittes Mal nochmal probieren, Alter. 3 mal um 3:33 Uhr, Leute. Die machen es spannend. Aber ich glaube, so langsam ist was anwesend. Okay, wie fragen wir jetzt am besten? Sarah Sarita, wenn ihr hier seid, darf ich euch bitte Fragen stellen? Darf ich eurem Spiel jetzt beitreten? Okay. Leute, wir haben hier Kopf. Und nochmal Kopf. Das heißt, ja, Leute. No way, okay. Jetzt können wir unsere Fragen stellen. Alter, ich habe Angst. Ich habe Angst. Leute, ich habe das auch irgendwie schon ein bisschen gespürt. Das klingt jetzt gerade total crazy. Aber wirklich jetzt, ich hatte das Gefühl, beim dritten Mal könnte es vielleicht klappen. Weil erst hatten wir ja Nein, dann ein Vielleicht und jetzt einfach mal ein Ja. Und die Münzen waren noch nicht mal so weit diesmal voneinander entfernt. Irgendwie ganz seltsam, Leute. Irgendwie ein ganz komischer Zufall. Ich weiß auch nicht, es gibt mir so ein ganz seltsames Gefühl gerade. Fragen wir mal, ob Sarah Sarita mich gerade sehen kann. Sarah Sarita, könnt ihr mich gerade sehen? Habt ihr gehört, wie lange sich die
Okay, wir haben einmal Kopf, ja. Und wieder Kopf. Und vor allem, die sind relativ weit diesmal auseinander, als wäre jemand links und rechts von mir. Also wirklich, eine ist da und die andere ist hier gegenüber. Also wirklich links und rechts. Aber ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber ich hatte das Gefühl jetzt gerade, das war wirklich eine eindeutige Antwort auf unsere Frage. Und das war nicht irgendwie vielleicht oder sonst was, sondern das fühlte sich jetzt gerade wirklich sehr gruselig an. Links und rechts die Münze gewesen, als wären beide jetzt so direkt hinter mir. Aber ich frage jetzt mal. Sarah, Sarita, seid ihr direkt in meiner Nähe hinter mir? Rechts wieder. Und hier links direkt wieder eine Münze, aber diesmal Zahl, das heißt vielleicht. Also keine Ahnung, ob das jetzt gerade die Aufregung ist, aber mir ist irgendwie plötzlich voll warm. Also nicht kalt, sondern verdammt warm. Also es könnte an der Aufregung liegen, aber ich weiß nicht, Leute. Aber ich fand jetzt gerade diese Antwort auch weird. Vielleicht, Alter, das ist so gruselig. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr fragt jemanden so, bist du da? Ja. Bist du bei mir in der Nähe? Bist du direkt hinter mir? Vielleicht. Alter. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Okay, fragen wir mal vielleicht. Sarah, Sarita, kennt ihr mich? Diesmal haben die sich nicht lange gedreht. Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort. Guckt mal, wie die gelandet sind. Links und rechts wieder. Aber nicht so weit auseinander. Aber als wären das wirklich so zwei Personen. Wir haben hier wieder Zahl. Und wir haben hier Kopf. Das heißt vielleicht. Nee, das ist gruselig. Das ist so gruselig. Fragen wir jetzt mal eine Frage, vor der ich mich ein bisschen fürchte, weil ich finde das schon sehr eine gruselige Frage, und zwar, ob die böse sind. Sarah, Sarita, seid ihr böse? Okay, Leute, wir haben hier einmal Zahl und wieder Zahl. Also diesmal wieder eine eindeutige Antwort, aber es heißt nein. Okay, das ist schon mal gut. Aber, Leute, ein fettes Aber jetzt. Das sind ja trotzdem zwei Geister und die beschwört man ja quasi herauf damit. Also eigentlich ist es nicht so positiv. Auch wenn die selber, wenn man auch die Hintergrundgeschichte kennt, nicht so böse sind, aber ich weiß auch nicht, ich krieg langsam Herzklopfen, Leute, aber das ist auch eine eindeutige Antwort, aber vielleicht sollte ich das Ganze positiv sehen. Sie haben gesagt, sie sind nicht böse. Also es klingt auf jeden Fall schon mal gut, aber das andere fand ich gruselig. Dass sie mir trotzdem Angst einjagen, das ist trotzdem der Fall. Sarah, Sarita, ist euer Spiel gefährlich? Mal gucken, was die Antwort ist. Okay, eins war direkt in der Nähe hier, Kopf. Also es könnte vielleicht ein Ja sein oder ein Vielleicht. Okay, Leute, wir haben hier eine Zahl. Also es heißt vielleicht. Ich meine, das ist jetzt auch nicht gerade so eine gute Antwort, aber ich glaube, es ist abhängig davon, entweder wie die drauf sind oder was für Fragen du vielleicht stellst und ob du vielleicht auch am Ende das Spiel beenden darfst. So, wenn du es nicht beenden darfst und es richtig lange dauert oder du ja seltsame Sachen danach irgendwie erlebst, dann ist das ja auch nicht gerade, ja, wie soll man sagen, so ein tolles, normales Spiel, ne? Aber, Alter, die Antwort passt auch wieder sowas von gut. Und ja, vielleicht, sie sind zwar jetzt gerade anscheinend nicht böse, aber falls man sie verärgert, dann bist du halt im Eimer, ne? Ich darf jetzt auch nicht die falschen Fragen stellen. Ich glaube, man darf nicht zu persönlich werden bei denen, weil wenn du das machst, generell bei Geistern, habe ich gehört, können die ganz schnell verärgert sein oder das Spiel kann schief gehen. Also das mache ich mal lieber nicht. Außer man kann ja vielleicht fragen, ob die irgendwie Angst haben oder so. Das ist ja so ein bisschen allgemeiner und nicht zu persönlich. Also das könnte ich vielleicht mal fragen, ne? Wenn die nicht böse sind, vielleicht haben die ja Angst. Sarah, Sarita, habt ihr beide vielleicht Angst? Einmal haben wir hier Zahl, aber wo ist die andere Münze? Hä, wo ist die andere Münze hin? Ich finde die nicht. Wo ist die andere Münze? Ich glaube, die ist unter das Regal gerollt. Was ist hier drauf? Kopf, also vielleicht. Vielleicht haben sie Angst? Ich meine, ich habe ja auch andere Challenges gespielt und da kamen auch so merkwürdige Sachen, vor allem hier unten raus. Und mich würde es nicht wundern, vielleicht haben die Angst davor, weil ich meine, andere Geister könnten ja auch vor anderen wiederum Angst haben. Also ja, vielleicht fragen wir mal so, ob die einsam sind. Das könnte ich ja mal fragen. Sarah, Sarita, seid ihr einsam? Das brauchte gerade richtig lange. Irgendwie hörte sich das komisch an, das hat so geklimpert. Okay, wir haben hier einmal Kopf. Aber ich frage mich gerade, wo die andere hin ist. Irgendwie sehe ich die hier wieder nicht. Wo ist die hin? Leute, wir haben jetzt ein Problem. Ich habe jetzt nur noch eine Münze.
Muss ich jetzt nur mit der weiterspielen? Soll ich eine neue nehmen? Weil ich finde die andere einfach nicht. Ich habe wirklich alles auseinandergenommen. Ich habe hier das Ding abgerückt. Ich habe da in der Ecke geguckt, weil ich dachte, das sei vielleicht gegen die Treppe gefallen oder sowas. Weil ich dachte, ich hörte vorhin so ein leichtes Poltern, so ein kleines. Aber da war nichts. Ich habe jetzt nur eine und die landete auf Kopf. Und heißt das jetzt ja? Weil eigentlich brauche ich eine Antwort mit 2. Oh, vielleicht darf ich nicht fragen, Leute. Keine Ahnung. Warte mal, was ist das? Leute, was ist das? Warum ist da rotes Zeug an meinem Spiegel? Was steht da? 2 Striche? S? Ey, sag mir nicht für Sarah Sarita. 2 Stück und dann S. Was ist das? Was macht das an meinem Spiegel? Ey, das ist eine Frage, die man nicht stellen darf. Ich habe jetzt noch eine Münze. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt noch weiterspielen? Ich weiß nicht, Leute. Ich hole ihm eine neue Münze und dann spielen wir einfach weiter, weil ich glaube, mit einer Münze ist das gar nicht gut. Ich habe jetzt die Münzen wieder vom ersten Mal. Ich hoffe, es funktioniert. Hinten ist aber so ein Mensch drauf, kein Korb mehr, aber lieber 2 als nur eine. Und ich glaube, das war jetzt gerade eine Frage, die zu weit ging. Ich glaube, die darf man nicht stellen. Sollte ich vielleicht fragen, ob die Hilfe brauchen? Sarah Sarita, braucht die Hilfe? Was die Antwort ist. Wir haben hier einmal eine Zahl und dann wieder Zahl. Also nein, sie brauchen keine Hilfe, Leute. Okay, ich glaube, die sind echt jetzt gerade böse wahrscheinlich auf mich. Zumindest wirkt das so. Leute, ich bin gerade zurückgegangen. Die Kerze ist einfach ausgegangen. Hä, warum ist das Streichholz gerade von selber ausgegangen? Habt ihr es gesehen? Ich habe es nur zurückgezogen, zack, aus. Ich habe nicht mal pusten können, es war schon aus. Ich hab Angst, Alter. Was passiert hier? Und jetzt bin ich voll dunkel in der Kamera auch. Leute, ich weiß nicht, was hier abgeht, aber es wird immer gruseliger. Und ich glaube, ich stelle noch eine Frage, weil ich will jetzt wissen, ob die böse auf mich sind. Und dann frage ich, ob ich das Spiel beenden kann, weil es reicht mir, Leute. Es reicht mir ehrlich jetzt. Sarah Sarita, seid ihr böse auf mich? Ich hoffe nicht. Hört ihr das? Hört ihr das? Was ist das? Hallo? Was ist das? Alter, ich hab Gänsehaut. Das hört gar nicht auf, das wird immer lauter. Hört ihr das? Hallo? Warum ist es so schnell wieder verschwunden? Leute, was war das? Ich habe dezent Angst, ey. Ich würde das gleich beenden. Ich habe keine Lust mehr, das zu spielen. Alter, was war das denn? Okay, wir haben hier einmal Zahl und Kopf. Also vielleicht... Ich spiele das nicht mehr weiter. Auf gar keinen Fall. Sarah Sarita, darf ich bitte das Spiel mit euch verlassen? Komm, die Münzen waren gerade näher wieder an mich dran. Zahl? Nein. Zahl. Nein! Warum nicht? Ey, ich will nicht weiterspielen. Ich will nicht weiterspielen. Vielleicht muss ich das anders formulieren. Sarah Sarita, darf ich bitte aus dem Spiel von euch raus? Ich danke euch, dass ihr mit mir gespielt habt, aber ich möchte gerne das Spiel verlassen. Darf ich das? Das eine ist auf meiner Schulter gelandet und dann runter, direkt neben mich. Das war jetzt gerade nicht mit Absicht. Okay, was ist jetzt die Antwort? Warum hat mich das berührt an der Schulter? Okay, wir haben einmal Kopf, also quasi Kopf. Das ist die andere Seite von der anderen Münze jetzt. Und Leute, die andere ist direkt hinter mir, Kopf. Ich darf das Spiel beenden. Ehrlich jetzt, ich habe so Gänsehaut bekommen. Das Spiel ist so gruselig. Spielt es bitte nicht, okay? Wir sehen uns in meinem nächsten Video.